Morgens um 5 Uhr in Manchester. David Crossley muss seinen Dienst antreten. Und das nach der Fußballparty vom Vortag. Let's get ready to roll. Right, I'm off. I'll see you next week. Love you. Love you more. I don't want you to go. See you later. See ya. Bye. Saying goodbye is never easy. You know, at the end of the day, she knows now she's not going to see me for a week, or, you know, sometimes it could change and it could be 2 weeks. You know, things are very difficult when you're saying bye-bye to the ones you love. Auf der anderen Seite liebt David auch seinen Job, die Europatouren, das italienische Essen und natürlich seinen Truck. Der wartet schon auf ihn bei einem Kunden. And that's my little baby, my little Daphne, ready for the week. My home, away from home. This was my first truck that I ever purchased, and I won't change it because she's my baby. I've spent a lot of money on her, getting her to look really nice, and, you know, with the budget that we're on, to make it look as presentable as we can. I often use the terms we because it's like me and my truck. We're a team, do you know what I mean? So, like, we are going to Italy, we are going to be going here, we are going to be going there. It's me, the truck, and the trailers. Now, last but not least, the most important piece of equipment to take with us, the kettle. And that is the kettle's home. That is where the kettle stays, and that is where she lives. But you cannot beat a good cup of Yorkshire tea, and that's the most important. It's got to be Yorkshire tea. You can't have any other tea bags, it's got to be Yorkshire. Because we're from the north, we have to have Yorkshire tea. Well, anything that makes me happy, I normally refer to as a woman. So like my truck, my Daphne is very beautiful. And my kettle, she makes me very happy in the morning. Right, time to get our trailer. Der Hänger wurde schon beladen. David muss ihn nur noch ankoppeln. Aber es gibt noch ein paar britische Details zu beachten. And it's very important you get them all the way up in the UK. If you are able to still turn them, it's a fine for every turn you can make. It's £60 from the law enforcement. Der Hänger ist beladen mit Kanistern, voll mit Polybutylen. Diese Chemikalie wird zur Herstellung von Klebstoffen und Dichtungen gebraucht. Insgesamt wiegt der LKW 39 Tonnen. Damit geht's jetzt 450 Kilometer zum Fährhafen in Dover. The thing we're carrying at the moment is IBCs full of liquid. And what is a really important fact to remember in your brain is that water moves. So when you brake and let go of the brakes, that water, with the motion that it's doing, will push the truck even further. It's very important that you calculate and you acknowledge your braking distance from the vehicle in front, because if anything was to happen, with the flow of the water in the back, it just becomes an absolute nightmare. Viele Pkw fahren so rücksichtslos, dass David permanent unter Spannung steht. Vielleicht hatte er deswegen bisher keinen Unfall. But look at this car here. This is too close, very too close. They just pull in at the last minute. Everybody has to get past the truck in the UK. This is the problem. Nobody wants to be sat behind a truck for 30 seconds. They would rather put their life at risk and cut in at the last minute and then not realise that what the driver has to do. They think, oh, why is that truck leaving such a big gap? You know, it's because of the braking distance that's required. We don't want to leave gaps. We want to be away as fast as we can. We'll see it again in a minute. I can guarantee you at this junction here. Silly, 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 silly. See what these vehicles are doing? They're going to try and get in. You see this junction here? So they're going to stop in a minute. Look, this black car here, watch this. He's just going to stop in the motorway just to try and get off instead of queuing up. All these vehicles, look. Well, it puts me at risk, look. You know what I mean? I've got a vehicle to my right-hand side. I can't swerve. And they're braking at last minute with no indication. Like this, look. You see what I mean? It's absolutely crazy. If you don't pay attention, you will swerve and you will kill a family. He had half of his vehicle left in the lane. You know,
and he went to get in a gap this big. It's absolutely ridiculous. The driving standards in the UK are very poor. Very poor. It's crazy. Samantha schaut zu, wie 30 Tonnen Pferdedung in ihren Hänger plumpsen. Von dem Ladevorgang ist sie beeindruckt. Ik vind dat gewoon imposant, weet je, met zo'n kraan. En het is ook een kunst, hè? Om niet tegen de bak aan te slaan of met de grijper aanduwen. So sehr Samantha das Landleben liebt, wenn es um ihre Fahrerkabine geht, hört der Spaß auf. In het algemeen is het gewoon parkeren, zitten, wachten, dik worden. Ja, dan drink ik ook zoveel water. Ik weet niet of dit alleen een vrouwenkwaal is. Maar wij zijn, als ik voor mezelf praat, altijd ben je onzeker over je lijf. Dus sinds een week of 3, 4 probeer ik de calorieën te reduceren. Maar om dan niet meteen de hele dag honger te hebben, drink ik gewoon heel veel water. Als ik dus gewoon elke keer 10 slokjes neem, dat is veel behapbaarder dan ik denk van, oh man, ik moet nog 2 liter. Ik loop al 3 streepjes achter. Auf ihrem Weg zur Autobahn atmet Samantha noch einmal die gute Landluft ein. Och, mijn hele handen ruiken ook naar de stront. Dan is het weer te overheersend, hè, als het te dichtbij komt. Als je er even in staat, in de odeur van de paardenstront, dan is het wel oké. Maar ik vind dit vind ik gewoon veel mooier dan snelweg. En, Kijk, die man ook, die trekker. Kijk hoe mooi die aan de kant gaat. Die kan dat, dit hoef ik niet te doen. Weet je, dan zit je gewoon vast. Maar er wordt gewoon rekening. Hier op het platteland wordt er gewoon rekening met je gehouden. Dit gebeurt niet in een stad, dat iemand denkt van, oh, er komt een vrachtwagen aan, laat ik even aan de kant gaan. Nee, die willen snel, gauw, nog even ervoor langs. Het zijn de kleine dingen die het doen. Even een handje, even een uitwijkje, even een glimlach. Ja. Doch langsam vergeht Samantha das Lachen. Mindestens 3 Liter Wasser trinkt die 42-Jährige am Tag. Doch was oben reinkommt... Oh, ik moet echt nodig plassen. Ik kan bijna niet meer praten, want dan komt er druk op mijn blaas. Nou, ik zit wel een beetje in hoekjes te kijken of ik niet even gauw onder de trailer ga zitten. Oh, het is echt niet normaal. Ik pies bijna in mijn broek. Oh, jongens. Was ik nou maar gewoon bij die pomp gegaan? Misschien moet ik straks even een andere broek uitdoen. Langstreckenfahrer Massimo ist immer noch in Vorarlberg unterwegs, zum zweiten Kunden in Nensing. Dort wartet eine Fuhre Fensterläden auf ihn. Fensterladen, ja, nach Lyon, Frankreich. Alle mit Stapler und Hubwagenladen. Dann fahr mal ab nach Frankreich und dann Spanien. Massimo hat knapp 2000 Kilometer vor sich. Eine Tour ganz nach seinem Geschmack. Mehr weiter ist immer eine schöne Tour. Es ist nur, weil macht echt Trackerarbeit. Weil die Nahverkehr ist wie für Postarbeiten, weißt. Allerdings ist Massimo heute auch nicht viel weiter gekommen als ein Postbote. Er ist eine große Schleife gefahren, aber immer in der Nähe seiner Spedition geblieben. Seine nächste Ladestation kennt der Italiener sehr gut. Vor allem die Angewohnheiten der Angestellten. Christoph zum Beispiel will mittags immer pünktlich essen. Servus, Christoph. Pünktlich oder zu spät? Noch nicht hungrig?
Noch nicht? Gut, super. Dann schaffen wir noch. Vor allem, weil die Ladung gut vorbereitet wurde. Aber um alles in den Trailer zu bekommen, müssen beide Bagger enger zusammen. Massimo muss die Verzerrung wieder lösen. Jetzt nochmal meine Lieblingsarbeit machen. Gurte aufrollen. Aber Arbeit muss Spaß sein, oder? Und sonst ist kein Leben. Da hat er recht. Und weil jeder jedem hilft, geht's schnell. In weniger als 15 Minuten. Gut. So, wir sind in Zeit, so du kannst dann Mittagessen gehen, oder? Ja, genau. Nein, nein, nein. So, jetzt fertig. Jetzt bis in Lyon nicht mehr Tor aufmachen. Gut, gehen wir. Massimo entscheidet sich gegen die kürzere Schweizer Route wegen der umständlicheren Zollregeln, da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Alles läuft gut, bis ihn ein Kollege ausbremst. Ist eine Litauer. Und der fährt sicher 60. Massimo weiß, wie litauische und polnische Speditionen mit ihren Fahrern umgehen. Sie verdienen wenig Geld und sie müssen Diesel sparen, weil die extra Diesel muss die Fahrer selber zahlen. Auch wenn zum Beispiel die falsche Strecke fahren und die extra Kilometer fahren. Und so, sie fahren so langsam für Diesel sparen und für keine Probleme mit der Polizeikontrolle zu haben. Irgendwann schafft es Massimo, seinen litauischen Kollegen hinter sich zu lassen. Seine Route führt ihn durch den Schwarzwald, an Freiburg vorbei und über die Grenze. Bienvenue dans la France. Jetzt muss ein Parkplatz her. In Frankreich, wo Probleme mit Dieselklauen stehen, oder die Plane geschnitten wurden. Meine Meinung ist immer außen die Autobahn parkieren und irgendwo in die Industriegebiete oder neben einem Lebensmittelmarkt, Kaufmarkt oder Richtung Zentrum von einem Dorf oder Stadt. Weil ich finde, es ist viel mehr sicher. Da ist gut, ja, ich finde es gut. Toilette für heute Abend, ich brauche keine. Und für Dusche, ich habe heute nicht so viel geschwitzt. Wir können nicht anders machen. Wir müssen auch auf unsere Sicherheit aufpassen und ohne Dusche, aber sicher schlafen ist viel besser. Und Massimo will nach diesem langen Tag möglichst schnell schlafen. In England ist David mit seiner alten Daphne unterwegs zum Fährhafen Dover. An Bord sind 27 Tonnen Chemikalien für Italien. This is the port of Dover. As you can see to your left, the holding area is full, which is going to cause us some heavy delays. The port looks very, very busy. I have a policeman. We've been diverted away from the port, which means the port is too busy. And due to the flow of traffic in the town and the volume of trucks, we now have to do a 10-mile detour and join a queue and hopefully enter the port when it's less busy. I'm very nervous about this. It may change all the plans for tomorrow and Wednesday, but we'll just see how we get on. Aber bevor sich David in die Schlange auf die Fähre einreiht, will er den LKW volltanken. Kraftstoff ist auf der Insel um einiges günstiger. So it's time to get some diesel. Die beiden riesigen Tanks von Daphne fassen zusammen 1250 Liter Diesel. Daphne, she's doing 9 miles to the gallon at the moment. So every mile is about 6 litres of diesel.
So as you can tell, she is very thirsty. So this is why we like to fill up as much as we can in the UK. Fuel in Europe is more expensive. I don't get any discount on fuel in Europe like I do in the UK. I'll put every single penny I can in now, up to the brim, without spilling it all over the truck. Mit den 2 vollen Tanks schafft es David nach Italien und zurück. Sein Motto: nie innerhalb der EU volltanken. So there's about a 70p a litre difference that I'll be saving filling up in the UK compared to filling up in France. So that's why we put every single drop in. Der Brexit brachte zwar günstigere Kraftstoffpreise, dafür wurde die Zollabwicklung umso bürokratischer. Deswegen sind Fahrten in die EU bei englischen Fahrern unbeliebt. Heute scheint David Glück zu haben. There are different queues for what ferry company freight you're using. Looks very promising. This is like never happens. Everybody now has to queue and we get to jump the queue. That never happens. Maybe luck is turning today. We're just getting into the French passport control now. When I was younger, I grew up in France and I speak fluent French because of this. Bonjour madame, comment allez-vous? Parfait, merci beaucoup, passez une bonne journée. Madame, est-ce qu'il faut vous tamponner le mien? Je suis anglais moi. Je suis anglais moi, vous avez besoin de tamponner? Merci. Merci madame, au revoir. So she said, you speak very good French? I didn't realise you was English. She didn't stamp it, so I had to ask her to stamp the passport to show that I'm leaving the country, as now we are no longer part of Europe. This is what we have to do. It definitely helps with the customs and police. They really do appreciate when you greet them in their own language. And it's a key tool I like to use on the European transport. David hat schon mindestens 200 Mal den Ärmelkanal überquert. Trotzdem, als erstes muss er immer an Deck und bekommt Gänsehaut. You know, this still fascinates me. Every time I look, it brings back so many good memories of being with my dad. I used to run up to the top deck just to look out and look at the white cliffs of Dover, saying bye-bye to England, you know. Adventure across the sea, I used to call it as a child. I love these moments. I like taking pictures and showing the children, you know, the white cliffs of Dover. Right, guys, I'm off. I'm saying bye-bye to England and hello to France. And I'll see you next week. I love you, I miss you, I'll see you soon.